Mein Name ist Christian Hartl und ich bin Exportkontrolleur. In dieser Videoreihe werde ich verschiedene Schlagwörter und bestimmte Fallkonstellationen erklären. Heute, was ist unter dem Begriff EAR 99 zu verstehen? Also, was ist EAR 99? Kurz gesagt, EAR 99 sind zivile Güter, wie beispielsweise eine Tasse oder ein Kugelschreiber, die ihren Ursprung, also den Country of Origin, in den USA haben. Aber was ist nun genau ein EAR 99 Gut? Hierzu muss ich jetzt etwas weiter ausholen, damit Sie den Zusammenhang besser verstehen können. EAR heißt Export Administration Regulation und ist die amerikanische Dual-Use-Güterverordnung. Die dazugehörige Liste ist die CCL, die Commerce Control List. Die verantwortliche Behörde ist das BIS, das Bureau of Industry and Security, das dem US Department of Commerce, also dem Wirtschaftsministerium der USA, angehört. Notwendig hier zu wissen ist, dass zum einen die USA ein extraterritoriales Exportrecht besitzen und zum anderen, im Gegensatz zu uns hier in Deutschland, sind alle Güter klassifiziert und unterliegen somit immer der Kontrolle einer Behörde, wie hier die EAR, also die US Dual-Use-Güterliste, dem BIS. Die EAR 99 ist hierbei eine Sonderform, denn die US Dual-Use-Güterliste, die CCL, ist wie bei uns eine technische Liste und mit technischen Parametern, auf dessen Grundlage ein Gut klassifiziert ist oder nicht. Bei uns hier in Deutschland wäre also ein Gut, das diese technischen Parameter nicht erfüllt, als auch nicht gelistet, mit der Voraussetzung, dass dieses Gut auch nicht die Listungskriterien einer anderen Liste erfüllt. Andere Listen hier in Deutschland wären unter anderem der Teil 1a oder der Teil 1b. Der Teil 1a ist die deutsche Rüstungsgüterliste und der Teil 1b sind die zusätzlich deutschen Dual-Use-Güter. Also wenn ein Gut nicht die technischen Parameter der Dual-Use-Güterliste und auch keines der anderen Listenkriterien erfüllt, wäre dieses Gut in Deutschland auch nicht gelistet. Und genau hier ist der Unterschied zu den US-Gütern. Wenn ein Gut nicht in der CCL, also der US Dual-Use-Güterliste, aufgeführt ist und auch kein Bestandteil einer anderen Liste ist das Gut dennoch Teil der EAR, also Subject to EAR. Denn, wie zuvor erwähnt, in den USA sind alle Güter gelistet. Aus diesem Grund haben natürlich auch zivile Güter in den USA eine Klassifizierung, und zwar EAR 99. Aber was heißt das nun für uns hier in Deutschland, bzw. für Ihr Unternehmen? Ein solches Gut wäre bei uns also nicht gelistet und wir müssten uns auf Grundlage des deutschen Rechtes nur an die Embargo- und Sanktionsauflagen halten. Und genau so ist es auch bei Gütern mit der Kennzeichnung EAR 99. Denn hier kommt lediglich die Embargo- und Sanktionsauflagen der USA hinzu. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Also, EAR 99 gibt uns die Information, dass dieses Gut zusätzlich zu den nationalen Auflagen auch noch den US-Auflagen unterliegt. EAR 99 ist somit ein ziviles Gut, bei dem die Embargo- und Sanktionsauflagen von beispielsweise Deutschland und den USA beachtet werden müssen. Im Prinzip ist es relativ einfach, wenn man den Zusammenhang verstanden hat. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen diesen Zusammenhang erklären und näher bringen. Ein zusätzlicher Tipp von meiner Seite. Wenn Sie ein Gut haben, das als EAR 99 gekennzeichnet ist, geben Sie diese Information auch an Ihre Kunden und Businesspartner weiter, damit auch denen diese Information zur Verfügung steht. Falls ich Ihr Interesse an der Exportkontrolle geweckt haben sollte, finden Sie weitere Videos zu diesem Thema auf meinem Kanal. Bis bald, Ihr Christian Hartl.